Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Wreden 1974. Wir sind bei Folge 4 von The Beginner's Guide und ich weiß, es gibt schon andere Let's Player, die haben das alles durch, es gibt das Ding schon als Walkthrough, bla 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 bla. Ich mache das trotzdem mal so, wie ich das möchte. Wir sind in Kapitel 12, die Vorlesung, und jetzt gucken wir uns einfach mal die Bühne an. Ich habe übrigens das Ding mal jetzt ein paar Grad nochmal leiser gemacht. Was technisch natürlich nicht so toll ist, das Ding hat nur einen einzigen Volume Control. Das ist nicht so super zum Let's Playen, deswegen, aber machen wir es einfach mal so. Weil ich wollte jetzt schon den Erzähler so auf meiner Stimmlage haben, aber naja. Wir kriegen das schon hin. Wir folgen einfach mal der Bühne. Das sieht ganz putzig gemacht aus. Ich glaube, das war auch einer dieser Kapitel, wo ich Spaß hatte. Was ich auch wieder sehr atmosphärisch sehr gut finde. Auch das vielleicht, um auch diese Nörgelprimen endgültig mal zum Schweigen zu bringen. Das ist eigentlich kein Spiel für Let's Player und schon gar nicht für diese üblichen Leute, die grundsätzlich alles Let's Playen, was nicht auf dem Baum ist. Da sitze ich immer nur kopfschüttelnd. Da sollte man vielleicht schon mit der Sache rangehen für Leute, die vielleicht doch schon mal ein Buch gelesen haben, die wissen, was Erzählstrukturen sind und nicht irgendwelche Leute, die wissen, wie man Headshots macht. Aber gut. So, das war mein Rant des Tages und jetzt machen wir weiter. Den Effekt mag ich. Ja. Schön, dass man einfach so mitten in der Szene ist. Das fände ich auch so als Idee für irgendein anderes Adventure mal richtig cool als Idee. Mir jetzt dir nichts, bist du mitten in der Action. So, dann lehnen wir uns mal gegen die Wand. Tu ich. Genau. Jetzt wollen wir gleich mit der Frau sprechen. Und jetzt wird es gleich wieder lustig. Weil das, was jeder denkt, ist ja so, ne? Wir kennen das ja als Spieler. So, wir fangen erstmal höflich an. Ja, und schon kriegen wir einen in die Fresse. Wie? Was soll das denn? Ist das ein Anfang eines Gesprächs? So, reagier doch mal wie ein Mensch. Dann machen wir doch mal etwas, was wahrscheinlich nicht erwartet wird. Okay, dann weiß ich, in welche Richtung das wieder führt. Ja, das ist das Einzige, was ich ein bisschen dieser Kunstinstallation vorwerfe, dass man, es zwar suggeriert wird, es gibt verschiedene Entscheidungen, die es aber eigentlich nie gibt. Das kann ich euch mal zeigen, das ist ganz witzig. Das kennen vielleicht die Leute aus dem Trailer. Na komm. Kann man ein bisschen Musik machen, so als kleiner Mini-Pinball, Flipper, Bumper. Oh, ist geil, glaube ich, egal, was ich da mache. Ja, Leute, davonlaufen. Dann ist sie es wahrscheinlich auch nicht wert. Mach ich. Ich gehe mal da zur Bühne und da ist auch wieder die Lampe. Überraschenderweise. Stimmt, das fand ich auch richtig nice. Ihr könnt euch denken, was jetzt passiert. The game ends with this eerie premonition of what's going to happen next in Coda's life. The solution to social anxiety, to fears of having to perform and having to chase success, the answer for Coda is to withdraw, to hide himself away.
which is what leads to scenarios like the stairs that slowed you down several games ago, where it just becomes harder and harder to access Coda's inner landscape because he keeps retreating. He just keeps backing away from possible connections to anyone other than himself. And to be honest, I didn't consider it very healthy when I first played this game. You know, it looked to me like he was trying to justify the idea of just disconnecting yourself from the world. And that wasn't what I wanted for him or for his games. Because I feel like a lot of his games are inviting me to connect with this person, to bring him closer. But what can you do? After this, Coda went off and took another 5 months to make a new game. Juni 2010. Schön. Mach das doch mal. Schließ doch mal die Augen. Ich beschreibe das dann einfach mal. Ich starte jetzt das Spiel. Wir machen das mal einfach mal. Wir machen jetzt mal ein bisschen hier mal ein bisschen Hörfunk. Komm, macht mal die Augen zu. 3, 2, 1. So, Auge zu. Jetzt klicke ich das Spiel an. Jetzt beschreibe ich das einfach mal. Das ist eine Space Station. Da ist irgendjemand am Kontrollpult. Wir wissen, was hier los ist. Wir können als Option wählen: Hilfe, ich bin blind, ich kann nichts sehen. Oder was ist hier los? Und keiner weiß genau, was da irgendwo passiert. Und da ist eine riesige Tür, die auf die Space Station läuft. Die SS Whisper. Da war ja was mit Flüstern, ne? Hier beschweren sich Leute, die sind blind. Sie können nichts machen, sie können nicht reagieren. Und wir sehen eigentlich zu, wie wir sterben. Und jetzt wird die Szene wiederholt. So, jetzt könnte man die Augen wieder aufmachen. You should probably open your eyes if you haven't already. It's pretty much impossible to solve otherwise. And there is a solution, by the way. Ja, ist es auch. So, ich zeige euch das mal. Das finde ich nämlich richtig gut gemacht. Also eigentlich kann man mit denen hier ein bisschen interagieren. Ich mache das jetzt mal einfach. So. Aber wichtig ist der da, den ich jetzt einfach erreiche. Ich glaube, ich weiß auch nicht, dass man sich mit anderen Leuten beschäftigen kann. Ich mache das mal eben. Das habe ich nämlich, glaube ich, noch nicht ausprobiert. So, der ist auch blind. So. Wichtig ist ihn hier. Ja, hörst du. Getötet. Was ist denn da los? Ich gehe nach oben. Bist du das? So, das war er. Nein, es war nicht der untere, sondern der. Es geht darum, der Trick ist... Like I said, I was getting concerned. First off, he's never been this explicit in his work about exactly what he's thinking. So, where's that coming from? But then even weirder, his work has potentially stopped being an outlet for him. Not like he's having trouble iterating on ideas, but he literally just can't think of new ideas anymore. And in person, he was being a lot more distant than usual. Like, you know how sometimes a person will just deflect anything that you say in order to keep themselves disconnected all the time? It was that kind of thing. Here was the point in my relationship with Coda where I really started to wonder if he needed my help in some way. His games are going to get more desperate from here on out. After this game, it's almost 6 months before he finishes something new. Merkt euch das bis jetzt alles, ne? So, jetzt sind wir in einer ganz weißen Welt. Plötzlich können wir sie erschaffen. Hier hatte ich übrigens einen schönen Bug, kann ich ja mal erzählen. So, machen wir uns jetzt mal Kontakt. Geht es eigentlich nur darum, einen Weg zu folgen. Und den Weg machen wir eben dadurch, dass wir eben interagieren. Aber um Davey mal auch einen ganz wichtigen Punkt zu geben, was gleich auch ein bisschen
zu interessanten Sachen führt. Er ist ja immer noch der Meinung, dass diese Spiele mehr sind als nur irgendwelche Versuche, irgendwas, sondern die wirklich sehr meaningful sind, sehr bedeutungsschwanger. Und ja, das könnt ihr ja mal einfach machen, ob ihr wirklich schon der Meinung seid, ohne zu wissen, wie es If the last game featured Coda talking explicitly about his creative frustrations, this one turns it up to 11. Now, put yourself in my shoes playing this. Here's a friend whose work is exhibiting signs of struggle, frustration, anxiety, depression, even. And yet, still, he keeps making games. He keeps throwing himself into the grinder even when he clearly doesn't have the energy for it anymore. Why? What is it for? Merkt euch das. Also, diese Sachen haben hier wesentlich mehr Inhalt. Er wird aber trotzdem, laut Davey, dazu getrieben, weiterzumachen. Warum er das ist, weiß keiner. Und er versteht es auch nicht. Deswegen, da bin ich mal gespannt auf eure Abhandlung. Bei mir wird es eine Abhandlung geben, das wird es wahrscheinlich bei den anderen tollen Let's Player nicht geben, das kann ich schon mal sagen. Weil das möchte ich mir gar nicht angucken bei irgendwelchen Leuten, die, naja, alles Let's Playen, was nicht bis 10 auf dem Baum ist. Because from my perspective at the time and just what I knew of him, this was a result of how isolated he was. He was in his own little bubble, just sitting at his computer all day, not really showing these games to anyone, not releasing them onto the internet, and so he didn't have anyone outside of himself to connect with. He had no outlet to ground himself on. Denk gerade übrigens, für die Leute, die ein bisschen über Erzählstrukturen wissen, wir haben ja hier nur eine Seite der Medaille, das darf man nicht vergessen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ein paar Leute das Ende garantiert nicht, aber da kommen wir noch zu. Also, wir sind ja schon ziemlich weit. Es gibt ja nur, ne? So viele Kapitel. Habe ich ja mal irgendwie schon erwähnt. Ja, ist auch genau das gleiche Rätsel. Achso, das war eine schöne Wendung, da musste ich gerade mal gucken. Das war auch lustig, als ich beim ersten Mal dachte, das ist eine geile Idee. Jetzt müssen wir das nämlich beschreiben, was wir machen müssen. So, müssen Sie das öffnen. So. Jetzt müssen wir die wieder schließen. Dann müssen wir jetzt den Schalter betätigen. Weil das zum Beispiel ist auch eine schöne Variante. Talk yourself out of loneliness. It doesn't work that way. You can't be the one writing both the questions and the answers. Then there's no movement. Then there's no circulation. If all of your anxieties are being channeled into your work, then if the work ever fails, you have no backup and you're just going to crash. Denk dran. Kein Dialog, wenn man die Antworten und gleichzeitig die Fragen gibt. Da hau ich gleich mal eins zum Schluss raus. So, da sind die ganzen Antworten, die wir gerade gegeben haben. Das fand ich auch klasse gemacht. Jetzt fangen wir an, mit den Antworten die Mauer einzureißen. Also die Selbstisolation, wenn man so will. Seeing this game at the time that he made it looked really unhealthy to me. I was watching him do this to himself, and I hated it. I hated seeing him so trapped. It's like video games are not
worth this amount of suffering? This is someone I really cared about. And I used to get so much joy out of seeing him create. For him to suddenly become angry and frustrated like this, it was the worst thing for me. I don't know. This is what I felt at the time. I don't know how else to explain it. I wanted it to stop more than anything. I had never felt so rotten. I needed more than I had ever needed anything for this to stop. But it didn't stop. After finishing this one, Coda takes another 7 months and comes up with a new game. Wir sind schon bei 2011. Jetzt wird's schön. Und da würde ich sagen, das ist eine wunderbare Gelegenheit, hier einen Cut zu setzen. Dann sehen wir uns in Folge 5 wieder. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Und dann machen wir die Maschine. Bis dann. Tschüss.